Hallo und herzlich willkommen, mein Name ist Alexander. Ich bin momentan auf einer Radreise durch Italien, befinde mich gerade in der Nähe des Trasimenischen Sees und fahre jetzt weiter Richtung Montepulciano. Und wenn du wissen willst, was ich dabei alles sehe und erlebe, dann bleib dabei. Aufnahmedatum für dieses Video ist der 2. Mai 2023. Es ist 9:30, bedeckt und noch recht frisch. Es wird wahrscheinlich heute noch regnen. Ich hatte meine Unterkunft kurz vor Moiano. Das liegt ungefähr 10 Kilometer südwestlich vom Trasimenischen See. Ich fahre jetzt nach Chiusi und biege dann ab nach Montepulciano. Ich bin jetzt in Chiusi Scala. Scala ist immer irgendwie der Vorort. Und verlasse jetzt Umbrien und fahre in die Toskana. Und da geht es jetzt mehr so in den Ort. Nach Chiusi Scalo. Chiusi liegt oben auf dem Berg. Und ich fahre jetzt Richtung Norden. Da oben liegt Chiusi und mein Trek führt mich jetzt auf einen Fahrrad- und Fußgängerweg. Der war als solcher kaum noch zu erkennen ist. Aber ich fahre den jetzt trotzdem. Ich bin eben auf der Hauptstraße gefahren. Das hat gar keinen Spaß gemacht. Wahrscheinlich bin ich jetzt auch schon wieder zurück in Umbrien. Ich weiß es nicht, aber ich fahre auf jeden Fall heute noch in die Toskana, wenn dieser Weg nicht irgendwo endet. Heute ist ja für mich Dienstag, der 2. Mai und ich bin Freitag hier an dieser Unterkunft angekommen und bin da 4 Nächte, also 3 Tage einfach geblieben. Das Wetter war nicht so toll und ich hatte auch das Gefühl, dass ich mal Ruhe brauche. Und das war da sehr gut möglich. Man konnte da nichts machen. Ja, und ich bin einmal nach Castiglione del Lago gefahren und habe mir das angeschaut. Es ist ein sehr schönes kleines Städtchen am Trasimenischen See. Und dann habe ich den auch noch mal gesehen, bin ich nur dran vorbeigefahren. Es liegt auf dem Berg, hat eine schöne Stadtmauer. Es war eine sehr schöne Stimmung da, aber auch sehr voll, weil es eben ein langes Wochenende war. Ich hatte ja schon auf dem Weg nach Assisi gemerkt, dass ich den Berg nach Todi zum Beispiel nicht mehr raufgekommen bin. Ich dachte dann, dass mir ein Tag Pause in Assisi reichen würde, aber das hat einfach nicht gereicht. Und das hat mir jetzt richtig gut getan, die 3 Tage mal einfach nichts zu machen. Und jetzt geht es mit neuer Energie weiter. Ich habe da gleich am ersten Abend bei denen im Restaurant gegessen. Und das hat mir so gut gefallen. Habe ich gedacht, ich bleibe viel länger, habe auf die Wetterkarte geguckt. Und das Zimmer war so angenehm und die ganze Atmosphäre. Und wie gesagt, man konnte nicht viel tun. Und das war dann so der Knackpunkt, wo ich gesagt habe, hier bleibe ich. Das Essen war wirklich ganz vorzüglich. Das meiste haben sie selber angebaut. Die hatten 25 Hektar und 1000 Olivenbäume. Ganz tolles Olivenöl. Und ja, das fing dann schon mit dem Frühstück an, selbstgebackenes Brot, Joghurt mit ein bisschen Müsli und dann selbstgemachten Honig, also so leckerer Honig. Das war wirklich toll. Ja, und abends im Restaurant gab es dann immer was ganz Feines. Also so lecker habe ich, glaube ich, noch nie gegessen, außer bei meiner Mutter natürlich. Ich hätte so gern was von dem Olivenöl oder dem Honig oder den Nudeln mitgenommen, aber es geht leider alles mit dem Fahrrad nicht so richtig. Ich alles nach Hause schleppen müssen. Ja, hier ist richtig was los, da sind Menschen. Ich gar nicht erwartet, auf diesem einsamen Weg hier. Hier rechts von mir ist irgendein Feuchtgebiet. Ich meine, ich hätte auf der Karte auch einen See gesehen, aber den konnte ich bisher nicht erblicken. Da vorne ist der See. Ich glaube, da komme ich gleich auch noch näher dran. Ja, das sieht doch ganz idyllisch aus. Aber hier geht es nicht mehr weiter. Ein paar Wachgänse gibt es auch. Ja, da hatte ich doch glatt eine Abzweigung verpasst und bin wieder auf der Privatstraße gefahren. Ja, es geht hier momentan ja noch schön durchs Tal. Aber das wird sich gleich ändern. In Montepulciano ist ja wieder das Wort Monte.
enthalten, was ich als Berg interpretiere. Und auf dem Weg dahin geht es auch über einige Berge und der Ort liegt auch wieder irgendwo oben auf dem Berg. Das hat besser geklappt als gedacht. Jetzt bin ich abgebogen, wieder Richtung Straße. Jetzt werde ich einer Straße durch die Berge da vorne nach Montepulciano folgen. Das da vorne müsste die Schnellfahrstrecke Florenz-Rom sein. Jetzt muss ich noch, glaube ich, einmal unter der Autobahn durch und dann geht es in die Berge. Oh, das war die Autobahn hier über mir. Da vorne geht's los. Es ging gleich mit einer 10% Steigung los. Das ist aber nicht die letzte gewesen für heute. Da oben liegt Cianciano Terme, so würde ich es aussprechen. Ja, und es geht munter rauf und runter. Der Hauptsache geht es aber rauf. Ich glaube, ich muss nicht auf den Berg da in den Ort. Da wird der Ortsname geschrieben und ich umfahre den Berg, glaube ich. So, jetzt geht es hier rechts nach Montepulciano. Jetzt musste ich doch noch fast auf das Niveau der Altstadt drauf fahren. Aber da fahre ich jetzt nicht mehr hoch. Ich schaue mir gleich in Ruhe Montepulciano an. Das reicht dann auch für heute. Ein kleines Zwischenhoch ist erreicht. Aber es geht gleich weiter. Mann, es war lang. Es ging noch ein ganz schönes Stück über diesen Ort hinaus. Aber ich muss da auch gleich noch runter. San Albino, es gehört schon zu Montepulciano. Na, das ist mal ein Ausblick hier. So stellt man sich die Toskana doch vor. Allerdings habe ich sie mir ohne Wolken vorgestellt. Ich glaube, ganz da hinten, da kann man den Trasimenischen See sehen, an dem ich vorgestern war. Da oben liegt Montepulciano und ja, da muss ich jetzt noch hoch. Ich habe allerdings das Gefühl, es kann jeden Moment anfangen zu regnen. Es tröpfelt schon so ein bisschen. Eine Wahnsinnsaussicht von hier oben, aber es war ganz schön steil, hier hochzukommen. Und ich bin noch nicht oben in der Stadt. Jetzt muss ich erst mal durchatmen, dann kann es weitergehen. Da ist schon mal ein Stadttor. Ich glaube, ich gehe jetzt lieber hinter mir her und dann einmal durch den Ort. So, dann haben wir die Festung und hinter mir liegt jetzt die Stadt. Ich bin oben angekommen am Domplatz und mache jetzt erstmal eine Pause auf der Bank. Das müsste das Rathaus sein. Und da ist der Dom. Es war ein ganz schöner Anstieg hier rauf, aber es hat sich gelohnt. Das ist der Greif- und Löwenbrunnen. Ja, viel gibt es über Montepulciano, glaube ich, nicht zu sagen. Das wechselt ja immer zwischen der Herrschaft von Siena und Florenz und zum Schluss blieb es dann halt bei Florenz. Ja, und die meisten Gebäude hier sind aus der Renaissance, habe ich gelesen. Ja, die Fassaden von den Domen hier in den Städten in der Toskana sind teilweise recht schlicht. Das ist mir auch schon in San Gimignano aufgefallen. Vielleicht komme ich da auch noch hin. Hier nochmal der Blick auf den Trasimenischen See. Und genau hinter der Antenne da liegt Castiglione del Lago. Da war ich ja vorgestern und habe vorhin Bilder von gezeigt. Ja, und hier gibt es an jeder Ecke wunderschöne Häuser. Hier geht es jetzt langsam wieder runter. Das ist der Torre de Pulcinella.
Und das ist die Chiesa Sant'Agostino. Ja, hat mir sehr gut gefallen hier in Montepulciano. Ich habe eine schöne Pause gemacht, bin ein bisschen durch die Gassen geschlendert. Und jetzt geht es weiter nach Pienza. Und das sind jetzt noch 14 Kilometer, aber die werden es in sich haben. So, diesmal fahre ich jetzt unten an der Stadt lang zurück. Wunderschön. Nochmal einen Blick zurück auf Montepulciano. Und das hier müsste die Kirche Madonna di San Biagio sein. Ja, leider fängt es jetzt gerade wieder an zu regnen. Ich gebe mich noch der Illusion hin, dass ich ihn wegfahren kann. Obwohl ich schon längst hätte das Regencape wieder anziehen sollen. Ich bin jetzt dem Regen doch mal kurzzeitig weggefahren, aber ich glaube, der erwischt mich gleich wieder. Das ist der Palazzo Massaini und die produzieren Wein und Olivenöl und haben eben einen Laden und einen Weinhandel. Und noch Agrotourismus und Zimmer und Apartments. Hier ist jetzt schon das Ortsschild von Pienza, aber ich glaube, in den Ort selber ist es noch ein kleines Stück. Und da drüben mal lauern die Wolken der Finsternis. So, ich komme jetzt der Stadt näher. Es ging natürlich einen Berg hoch, aber nicht so krass wie in Montepulciano. Mal sehen, was mich da jetzt erwartet. Ich habe mir jetzt hier eine Unterkunft gebucht und mein Plan ist es mir dann gleich die Stadt anzuschauen. Muss ich die nur finden und es muss jemand da sein. Sieht auf jeden Fall schon mal sehr vielversprechend aus. Ja, das hat besser geklappt als erwartet. Es war Self-Check-In, wieder mit so einer Schlüsselbox an der Tür. Dann ruft man den Vermieter an und der sagt einem dann den Code oder schickt den schon vorher per E-Mail. Ja, ich mache mich jetzt ein bisschen frisch und dann schaue ich mir die Stadt an. Das ist das Haus, wo ich untergekommen bin und die Straße geht direkt auf den Hauptplatz zu. Pienza ist früher Corsignano und hier wurde 1405 der spätere Papst Pius II. Geboren. Der hat dann, als er im Amt war, die Stadt umbenannt in Pienza und wollte hier die ideale Stadt schaffen. Und damit wurde dann 1459 begonnen. Innerhalb von 3 Jahren waren die Hauptgebäude fertig, der Dom und der Stadtpalast und der Familienpalast. Und ja, dann ist er aber 1464 gestorben und danach wurde dann seine Planung nicht mehr vollständig verwirklicht. Das ist jetzt der Dom von hinten, der im nordisch-gotischen Stil errichtet ist, weil der Papst viel in den Norden gereist ist und sich davon hat inspirieren lassen. Die Fassade ist allerdings aus der Renaissance. Das ist der Palazzo Piccolini von hinten. Der hat wunderschöne Loggen, von denen aus man ins Tal schauen kann. Das war der Wohnsitz der Familie Piccolini, der Familie des Papstes Pius II. Das ist die Piazza Comunale und das ist der Palazzo Comunale. Und direkt daneben ist der Bischofspalast. Hier nochmal der Bischofspalast und direkt daneben der Dom mit seiner Renaissance-Fassade. Und hier die Loggia von dem Palazzo Comunale. Das ist der Platz hinter dem Rathaus. Hier nochmal der Dom, diesmal mit Glockenturm. Begonien, Tagetes und Petunien, aber keine Geranien. Dafür wunderschöne Hortensien. Jetzt kommt doch tatsächlich fast die Sonne raus und da oben ist sogar blauer Himmel. Den sehe ich nun seit 4 Tagen das erste Mal wieder. Der Palazzo Piccolomini hat einen sehr schönen Innenhof. Wenn man ihn besichtigen will, muss man allerdings Eintritt bezahlen.
Hier nochmal der Palazzo Piccolomini von außen. Das riecht hier sehr intensiv vor der Tür, sieht aber sehr lecker aus. Direkt auf der anderen Straßenseite nochmal. Ich kriege Hunger. Immer wieder kann man in so schöne kleine Gassen reinschauen. So, jetzt bin ich doch noch fündig geworden. Überall gibt es was zu entdecken. Ja, Pienza bietet alles, was man sich wünschen kann. Und es gibt auch Dinge, die man mit nach Hause nehmen kann. Dann bin ich wirklich froh, dass ich es noch hier hingeschafft habe und dass es auch noch trocken geblieben ist und sogar die Sonne ein bisschen rausgekommen ist. Morgen fahre ich dann weiter Richtung Siena und wenn du wissen willst, was ich da dann alles sehe und erlebe, dann abonniere jetzt den Kanal und schalte auch das nächste Mal wieder ein, wenn es heißt, ich kam, ich sah, ich filmte. Tschüss!